We're very excited because it's our first match. We will play two different teams. So first half is one team, second half is the other team. Okay? Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Estávamos ansiosos, nervosos. Yeah, we were very aggressive. Mario! Ja, es ist immer bitter für einen Spieler, wenn er sich verletzt. It was not my day. It was not my day, actually. The World Squad is an amazing opportunity. I have to go on 100. I need to be the best. Der Traum eines jeden ist, Profi zu werden. Now it's time, it's the best. That's what we are training for. Now we have our first match, World Squad 2022. See? Rapaziada, chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Guys, this is the biggest day ever. Eu tô vendo no teu olho I can see in your eyes a fome de mostrar o talento. the hand to show your talent. Se sente hoje identificado como um jogador grande, porque vocês estão vestindo camisa de time grande. Cada um aqui tem uma história para contar. Vocês começaram hoje mais um capítulo da história de vocês. Ou como que vocês vão entrar pro campo? Mas pelo que eu vi nos treinamentos, os jogadores estão preparados. Errado do lado direito. Nos primeiros minutos ali, estávamos ansiosos, nervosos. Yeah, we were very aggressive. Very. 0 pro Bayern. O Vasco agora praticamente todo o time dentro da grande área. Vasco na bola parada pode levar perigo. E também o Julião. A cobrança no primeiro palco, então desvio! Ao Vasco tudo! Das erste Tor war sehr glücklich. Er spielte mit der Hacke, fällt dem Manu auf die Brust und geht dann ins Tor. Da kann man nichts machen. Aos 5 minutos, o Vasco abre o placar, 1 pro Vasco, 0 pro Bayern de Munique. Começou muito bem o jogo, hein, Matheus? Rapidinho, porque o Vasco vem chegando de novo. Bola na área! Ao Vasco tudo! We are not first 5 and 10 minutes. We are not being in the game. Les deux premiers buts, c'était pas des buts. C'était des buts contre son camp. Aí domina o camisa número 8 da equipe do Bagger. Pega mais um cruzamento. A bola tá viva, a finalização vai pra fora. Quero, tranquilo. Yeah, easy. Guys, it's better now, yeah? Just stay, wait, let them play and then go in. Pressure. No foul. No foul. O Duja tentou. Lá vem a equipe do Bayern. A tentativa e o gol! Belo gol! Erstes Tor.
2-1. There was 2 mistakes at the beginning. The most important thing is that you learn from it. And you saw what happened the first 10-15 minutes. They were absolutely aggressive, 110%. They got in with both of the legs. But the good thing is you stayed calm and didn't play the same as they did, okay? Full focus, 110%. They will be aggressive again for the first 10 minutes, I'm sure. Okay? Have fun and learn. Okay. Wir geben ihm die Chance, aber wir brauchen jetzt, wenn wir sehen, das funktioniert nicht, jetzt schauen wir mal, okay, dass wir mal Entlastung kriegen. Wenn wir jetzt keine Entlastung nach vorne kriegen, weil die einfach nichts weiterbringt, dann geht es super raus. Lá vem o Vasco chegando. Claro. Para fazer mais um. O goleirão fez a defesa. Mas ele bateu um pouquinho dela, ela estava muito junto ao... Então, Cauã Moura. Que lindo, lindo lançamento do Cachoeira. Invadiu a área, quem sabe o terceiro. Cachoeira na trave! It was not my day. It was not my day actually. De ser jogador de futebol. E aí, aqui no Brasil, vão passar 9 dias aqui, estão 20. Linda jogada, vem chegando o Vasco pro golaço! Pero a fin de cuentas es aprendizaje a veces el perder te deja también aprendizaje. Vasco, base Vasco feminino. Lá vem o Bayern chegando. Ia pintar a primeira finalização, estava impedido. O árbitro. Et on nous a battu 3-1. Wir haben nur 2 Tage trainiert. Die Gegner Vasco ist sehr starke Mannschaft. Ich bin zufrieden und jetzt wir müssen vorbereiten für das nächste Spiel gegen Flamengo. Let's talk about the first game against Vasco. You guys have to work on your passing. When you are under pressure, you need to have an absolutely perfect pass. So all the basics, first touch and passing. We play good, but it needs to be better. What can you see? Massive. That's oof. You can see there, right in the center, is so much space. We were not connected. Doesn't matter who's playing, but close this gap. Okay? Walk in here. そこは反省すべき点だなと思います。Ja, wir sind ja in Rio de Janeiro und was liegt da näher, als dann zur Regeneration an den Strand zu fahren. Actually, it was my first time at the beach, so it was a great experience for me. I've never been on the beach before in Nigeria. Pure Freude war das und ich denke, ein super Ausgleich dann nach dem Spiel.
ist dann sich halt kennenlernen, zusammenrücken, unterschiedliche Sprachen sprechen, aber am Ende dann halt doch eine Sprache sprechen. Das ist halt die Sprache des Fußballs. Was trifft sich besser, wenn sich eine Fußballmannschaft mit der Soccer-Beach-Mannschaft von Flamengo, die da vor Ort ist, trifft und das Ganze mal auszuprobieren, weil es ist auch eine andere Art von Fußball, das muss man anders spielen. I have never played a professional game against professionals on the beach sand. Nice, bro, bro. Pressure. Nice, bro. Nice. It's tired because they play in the sand, and it's not like an even sand. It's a lot of holes, a lot of dips, and they have amazing technique. And it's the home of football, so they have amazing technique. It's brilliant. Then you guys rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Okay. You don't know it. I don't know it. You don't know? I don't know. Really? Yeah. Rock, paper, scissors. No. Okay. Another try. That's all. No. I don't know the game. Oh, I've never played the game before. And that's cut paper. He cuts the paper, so he lost. Okay. Rock, paper. The guy didn't know how to play rock, paper, scissors. Okay, go. Rock, paper, scissors. Okay. Er weiß jetzt auch, wie Schere, Stein, Papier geht. Damit sind wir wieder alle auf dem gleichen Nenner. Jabil's he's a character. You could tell. I don't know if you guys could tell, but he's really shy, and we try to like motivate him to his best of his ability, of course. Foto gemacht mit dem Trainer und im Hintergrund fliegt dann Ashraf durch die Gegend, weil sie ihn in die Luft stemmen. Yeah, it was a good, I would say, a good team bonding exercise. Il m'a dit de danser, les autres aussi ont dansé, mais moi... You could see everyone, especially some people that are quite quiet on the team. You saw them come out yesterday and really, they started singing and dancing and become more outgoing. So it was good to see. It was good for everyone to come together. Moi, j'aime pas ce genre de trucs. Moi, j'aime pas danser. Also wir haben die besten Voraussetzungen hier für so ein Trainingslager. Die Zusammenarbeit mit Flamengo ist einfach super professionell. So einen herzlichen Empfang wie hier und eine Dankbarkeit, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, wo ich mich natürlich bedankt habe, dass Sie uns das hier ermöglichen. This is probably one of the top facilities around the Americas, probably. Well, Flamengo is the most driven passion club in Brazil. FIFA granted us the biggest supporters all over the world. We have 42 million supporters. Passion is always going from father to son and is always growing.
I'm not happy. I really want to join them, but you see I can't. So it's really bad for me. Ja, es ist immer bitter für einen Spieler, wenn er sich verletzt und dann am Training nicht teilnehmen kann. Gerade wenn man weiß, man ist jetzt eine Woche hier und es geht für die Spieler um sehr, sehr viel, um sich zu beweisen. Und er hat eigentlich nur diese Woche jetzt. Die Jungs sind auch aus diesem Grund da. Sie wollen Fußballprofi werden. For today, it's going to be absolutely intense. We do another overloading games here. It's going to be intense, and then we go into 1 versus 1 and 2 versus 2. Now it's 100%. Get prepared, get focused for the intense session. Wir haben jetzt 3 Tage mit jeweils 2 Trainingseinheiten, wo der volle Fokus auf die Spielvorbereitung geht für das zweite Spiel. Faster, faster, come on, come on, come on! Knees, head, knees, chest! Let's go, come on, come on! Wir geben den Spielern, bevor sie starten, jedem einen Pod. Also es dient dafür, dem Trainer Feedback zu geben, wie weit man derzeit mit dem Load eines Spielers oder der gesamten Mannschaft ist und auf welche Belastung man gerade kommt. Concentrate! Okay, let's go, guys! Pressure, pressure, let's really go, Doma! Really go, come on! Faster, faster, faster! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Na, ich würde eher sagen, es war ein guter Pressschlag auf die Muskulatur, also kein Riss, keine strukturelle Verletzung. Von daher denke ich, dass er morgen wieder bereit ist. Yeah, I'll be fit, definitely. Daniel, der ist einfach vom Platz gegangen, ohne was zu sagen. Oder? Ja, ich habe es nur von der Ferne gesehen. Was ist denn jetzt? Also zumindest muss einer die Info geben, er kann einfach als Spieler gehen. Yeah, I make a mistake for not informing them, so I feel the pain so hard, so I just have to run to the physio. Ist auch Kapitän, der eine Verantwortung hat in der Truppe. You're the role model, you know that, you're the captain. Yeah. Er hat es gemerkt, ist dann gleich zurückgekommen und hat gesagt, oh, sorry Coach, sorry Coach. Okay, jetzt muss der Schalter kippen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Jungs in den letzten 7 Einheiten, die wirklich intensiv waren, wo jeder mitgezogen hat, mitgenommen haben. Und dann morgen halt auch auf den Platz bringen. Today, second and last game, Flamengo. That's our last meeting all together from our Brazil tour 2022. For the World Squad at the moment, it's not enough. The main goal is just to contend and just to beat the under-19 team from Munich and just showcase our abilities to the world. Mir kraut es jetzt schon davor, wenn wir morgen mit den Jungs sprechen und dem einen oder anderen eventuell sagen müssen, dass es auch jetzt schon für München nicht mehr reicht.